Ja, das hier, das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Du meinst Es diesen gab da mal 'ne schwarzen Screen? ja, genau, den schwarzen Screen, den man beim Ladevorgang gesehen hat, so ungefähr 5 Minuten lang. Wo man einmal durchs ganze Haus laufen konnte, um sich noch irgendwas aus dem Kühlschrank zu holen. Wieder kam und es war immer noch nicht fertig. Das ist über Syndicate, ein schönes altes DOS-Spiel von Bullfrog. Bullfrog haben dann später zum Beispiel Dungeon Keeper gemacht und so, bis sie, Gott, wer hat Bullfrog gekauft? Ich glaube EA, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf Ja, jeden Fall gibt es die doch, mittlerweile nicht doch, mehr. ich bin mir relativ sicher, dass das EA war. Also vielleicht nicht direkt, aber letztendlich ja. Auf jeden Fall konnte Bullfrog was. Ich glaube, also ich habe Syndicate tatsächlich nie gespielt. Ich glaube, ich habe auch sehr wenig Bullfrog-Games gespielt. Vielleicht sollte ich das mal nachholen. Wir starten einfach mal, oder? Mhm. Hello, this is Retrohoy, and this is Game Over. Oh, In this okay, dann war's das schon. Gut, ciao. episode, Roll credits. Syndicate, an isometric tactical shooter, wrapped in a dystopian cyberpunk setting. 93, Alter. Syndicate was published in 1993 by Electronic Arts and developed by Bullfrog Productions, based in Guildford in the UK. Krass, die gehörten damals schon zu EA? Also, ja, also jein. Publisher. Ja, aber okay, dann ist es halt auch naheliegend, dass der Publisher das Studio aufgekauft hat. Irgendwie. Mhm. Und sie dann nie wieder Spiele Bullfrog's gemacht haben. first game. Ja. Bullfrog's first game was Fusion in 1988, a top-down shoot-'em-up programmed and designed in part by studio co-founder Peter Molyneux. In 1989, Krass, von Peter Molyneux. Stimmt, jetzt fällt mir auch wieder ein, was die noch so gemacht haben. Populous halt. Kam Black and White auch noch von Bullfrog? Nee, das war schon ein eigenes Studio, ne? Das war Lionsgate. Ja, nicht stimmt. Lionsgate, wie hießen die? War das Lionsgate? Ich bin mir nicht Doch, ganz sicher. also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Was mit Lion auf jeden Fall und Peter Molyneux war auf jeden Fall noch der Lead-Developer damals. Auch sehr umstrittene Figur in der Spieleentwicklung, oder? Mhm. Populous would be the game that would help establish their reputation, being arguably the first God game, and one that would kickstart an entire genre. Populous was followed 2 years later with a sequel in Populous 2, Trials of the Olympian Gods. Soon after, Bullfrog would release Syndicate, a drastic departure from the mythical setting. Cyberpunk was a popular theme for video games of the era. Wow, das hatte ich mit einer besseren Grafik in Erinnerung. Okay, das ist auch nicht Syndicate. Das ist, Gott, was ist das? Nein, das ist Cyberpunk. Das sollte gerade einfach ein schlechter Wortwitz wegen Cyberpunk 20. Oh. Okay, wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Stemming from science fiction literature of the late 20th century and its transition to cinema, such as Blade Runner in 1982. 1988's Neuromancer was among the first cyberpunk games, a loose adaptation of William Gibson's 1984 novel into an interactive adventure, set in a futuristic Chiba city, Japan. Adventure games were a popular genre for the theme, with titles such as BAT taking advantage of the newer 16-bit hardware to illustrate the game's vision of a bleak future society. Okay, das hat jetzt auch überhaupt nichts mit Syndicate zu tun, aber was waren so aus der Zeit, so frühe bis Mitte 90er, so deine Favorite Point-and-Click-Adventure, mal abgesehen von Monkey Island? Sam Max auf jeden Fall. Also Oh, ja. definitiv die ganzen LucasArts-Sachen. Ne? Sam Max, Maniac Mansion. Was nicht von LucasArts war, aber trotzdem absolutes Favorite, war Legend of Kyrandia. Das war von Westwood. Ja. Ich habe auch noch eine sehr gute Erinnerung. Es gab zu der Zeit so verhältnismäßig viele Werbespiele, also die du halt for free gekriegt hast, weil sie halt für irgendein Produkt Werbung gemacht haben. Und es gab ja. 2 Point-and-Click-Adventure, die ich kann dir gar nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass ich sie in guter Erinnerung habe. Das ist einmal das Telekommando, also das Telekom Point-and-Click-Adventure, was glaube ich echt nicht verkehrt war. Und es gab eins von Beefy. Das Beefy Adventure.
Ich habe damals noch ein anderes Werbespiel gespielt, das hieß Captain Zins. Das war in der gleichen Engine geschrieben, auf jeden Fall. Das war von irgendeiner Sparkasse oder so ein Werbespiel. Mit Sicherheit. Also es muss von der Bank sein. Oh Gott, das klingt vom Titel her so furchtbar, dass ich es heute niemals mehr anfassen würde. Aber damals, oh Gott, wie alt waren wir da? Halt so 10 oder so, wenn überhaupt. Da ist halt so, ja, läuft halt, ne? Captain Zins, let's go for it. Abfahrt. Ich meine, heute weiß auch niemand mehr, was Zinsen sind. Ich meine, meine Bank hat mir vergangene Woche, vor 2 Wochen geschrieben, dass sie jetzt Negativzinsen erheben. Ich dachte so, Oh, ja, cool. hey. Ihr nehmt Geld dafür, dass ich euch mein Geld gebe. Cool. Läuft. Was zur Hölle, Alter. Ja. Some titles introduced more action, such as Shadowrun on the SNES in 1993, a game based on the tabletop RPG of the same name. With a mix of RPG elements and real-time action, this was a memorable title with a rich cyberpunk narrative. Syndicate is set in a futuristic world ruled by corporations. With global reach and a distinct lack of morals, any means of furthering the corporation's interest is fair game. You play an executive in charge of up to 4 cyborg agents, with a host of cybernetic upgrades and an arsenal of high-tech weaponry at your disposal. These agents are your pawns in a game of global domination. As you complete each mission, you extend your corporation's reach into that domain and swell the coffers with the resultant tax income. Dazu muss ich auch, weil sie gerade so viele Leute umbringen, das Spiel war schon sehr Sandbox-mäßig und es gab auch eine Menge Bystanders einfach, die rumgelaufen sind. Das gab es früher in den Spielen eigentlich nicht so. Also du konntest natürlich dein Objective auch total links liegen lassen, einfach durch die Straßen laufen und alles töten, was dir über den Weg gelaufen ist. Und ich weiß noch, es gab den sogenannten Überzeugungsstrahler oder so, glaube ich, im Deutschen. Da bist du dann einfach zu Leuten hingelaufen, hast die mal so angestrahlt und dann sind die immer im Kreis um dich rumgelaufen. Das heißt, du hattest die dann so als Human Shield dabei die ganze Zeit, wenn du irgendwo hingegangen bist. Operation stellt euch hinter die Schattigen. Beziehungsweise schön Operation menschlicher Schild, ein Traum. Mhm. Mein erster Gedanke war aber gerade auch, hey Baby, darf ich dir meinen Überzeugungsstrahler zeigen? Er ist sehr überzeugend. Rival corporations were the key threat, with each employing their own cyborg agents in a manner similar to you. Killing enemy agents was a common objective in many missions, as eliminating all resistance left the region ripe for the taking. Krass, Other missions included more surgical assassinations with a single specific target. Ich wäre halt am Anfang, also ich habe es ja tatsächlich nie gespielt, aber so von den ersten Szenen hätte ich halt total gedacht, die Kämpfe wären rundenbasiert und das wäre irgendwie so Vorläufer von irgendwie XCOM oder so. Aber ist ja schon alles Echtzeit, ne? Ja, das ist komplett Echtzeit und du musstest auch megamäßig viel rumklicken, weil es gab tatsächlich eine Menge Micromanagement, also diese ganzen, bei den Porträts von den Agenten da oben links, diese ganzen Bars da drunter, diese einen Orangen und so, das war irgendwie, wie schnell können die schießen, wie schnell können die laufen, wie schnell können die irgendwas und die konntest du dann live anpassen und so Kram damit machen. Okay. Du konntest, also weil sie jetzt hier bislang eigentlich immer alle relativ dicht zusammenlaufen, konntest du die Gruppe auch aufsplitten oder sind die immer safe zusammengelaufen? Konntest du aufsplitten. Okay. And persuasion missions, in which you have to employ a device called a persuadertron to encourage enemy scientists to join your cause. Most solutions grow from the barrel of a gun, however, and as such you have quite some hardware at your disposal. Your agents start with pistols. Warte, ich muss mal kurz den Sufficient Moment for the finden. first. So, die Werbung, also in Häkchen Werbung, die da auf diesen beiden Displays läuft, halt einfach diese Figurendarstellung in diesem pixeligen Look. Ich habe so viele Erinnerungen an so viele Spiele aus der Zeit, die so versucht haben, so, hey, guck mal, wir können Porträts darstellen und damals dachte man so, boah, sieht voll geil aus und heute ist das einfach so, es ist schon crazy, was die aus, keine Ahnung, wie viele Farben sind das? 256 oder so? Ich denke schon, ja. Aber es hat alles so irgendwie diesen distinct Look, den man sofort dazuordnen, oder den ich zumindest sofort dazuordnen kann. Und ich weiß nicht, es ist schon, hat schon eine harte Nostalgie irgendwie.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das damals auch nicht nur für PC erschienen, sondern auch für Amiga. Ja. Was steht da eigentlich im Vordergrund? Ist das der neue i-Tesla oder? Ich finde diese eierförmigen Wagen irgendwie sehr. Hat so ein bisschen was von den eierförmigen Stühlen von damals. Bekommt der Ausdruck, geht ab wie ein Zäpfchen, gleich eine ganz andere Bedeutung. Die konntest du übrigens auch, da konntest du reingehen und mit den Autos rumfahren. Das ging. Oh, okay. Krass. Für 93 ist das echt eine Menge. First couple of missions, but later outclassed by progressively more powerful automatic weapons, such as the Uzi, and the devastating power and awesome sound of the minigun. More specialist weapons are available too, including weapons ideal for tackling unsuspecting foes at long range, and the massive explosive ordnance the rocket-launching Gauss gun offered. These later weapons weren't available from the outset. Instead, you had to allot funds to your R&D department to unlock them for purchase. Cyborg upgrades were another potential avenue for research, and a variety could be purchased for your agents in the field, enhancing their combat ability. Later missions have a greater dependence on such upgrades, and will require a full set of 4 upgraded cyborgs armed to the teeth as the difficulty level increases steadily, with each region unlocked. Rival Syndicate agents become better equipped, and without quick reflexes and improved armor, you won't last long. The dystopian city streets of Syndicate teem with low life and high tech. Similarly, Cyberpunk title System Shock. Ich weiß nicht, ob sie das hier noch zeigen, aber in der Tat hat das Syndicate auch so einen ganzen Strategie-Part, wo du halt in der Tat gucken musstest, was erforsche ich als nächstes. Bessere Herzen für meine Leute, damit sie länger laufen können, oder einen besseren Brustpanzer oder doch lieber eine schönere Waffe oder so. Eine schönere Waffe? Gab es damals schon Skins? Ja, schwarz und braun. Ja. Aber er hatte tatsächlich gerade irgendwas von einer Gauss-Gun gesagt. Ich habe spontan, also meine erste Assoziation, auch wenn es 5 Jahre später kam, war so, oh, Half-Life. Ja, was in der Tat im Spiel funktioniert wie ein Raketenwerfer, aber hieß halt flashy. Was released the year after the first Syndicate game. With a full 3D environment and immersive world, it's arguably the first cyberpunk first-person shooter, and its sequel in 1999 would lay the foundations for the more recent BioShock series. Deus Ex took inspiration from System Shock and occupies a similar genre, a fusion of first-person shooter and RPG, set in a familiar dystopian future typical of a cyberpunk setting. The Deus Ex universe was revisited recently with 2011's Deus Ex Human Revolution, a fairly faithful update to the original's mechanics, which is less than can be said for the ultimate fate of this Syndicate franchise. Also ich finde den Bogen, den er von Syndicate hier rüberschlägt, gerade relativ crazy. Aber ich stelle fest, ich könnte jetzt auch einfach so 4 Stunden lang einfach Retro-Games-Videos gucken. Einfach so, oh, das Spiel gab es auch noch und boah, das war so cool. Oh, das hätte ich gerne mal gespielt. Und stundenlang könnte ich das machen. Ich weiß auch nicht, ob sie da noch drauf kommen, aber es gab ja in der Tat in der Neuzeit, in Anführungszeichen, noch mal einen weiteren Teil von Syndicate. Also es gab auch damals einen zweiten Teil, aber es gibt tatsächlich einen Syndicate First-Person-Shooter, der wurde damals für Xbox 360 und PC released. Und Skrillex hat den Intro-Song gemacht damals. Ach was, okay, also wenn Skrillex den Intro-Song in Häkchen damals gemacht hat, kann das aber nicht so lange her sein, oder? So 4, 5 Jahre vielleicht? Ja, ich glaube, es war eher so um 2012 rum, hätte ich jetzt mal gesagt. Echt so lange? Krass. Na, schauen wir mal, vielleicht kommt's ja noch. Syndicate would get an expansion in American Revolt, a set of new missions in which you must quell a rebellion in the Americas. It was noted for a considerable ramp in difficulty compared to the original mission set, ideal for those wanting a challenge. Syndicate Wars would be released in 1996, the first true sequel to the original game, and marking the transition from isometric graphics to 3D, running on a modified Magic Carpet engine. The game didn't stray too far from the original, barring visual changes, but the game lacked the influence of Sean Cooper and reviewed only moderately well, lacking the critical acclaim of the original. Bullfrog established quite a reputation at the start of the 90s and went on to produce a number of successful games during this period. Theme Park was one such time.
Natürlich, Theme Park ist von denen, Theme Hospital ist auch von denen. Ach, sind schon krasse Klassiker auf jeden Fall. Mhm. in 1994. Although quite a radical departure from the dark dystopia of Syndicate, it was a well-polished and innovative take on the business management genre, and a key inspiration. Ich habe irgendwie instant Hunger auf Softeis. Ich weiß gar nicht warum. Das Spiel habe ich übrigens damals auf dem Super Nintendo gespielt. Krass. Ich stelle irgendwie fest, ich habe so gut wie nie was von Bullfrog gespielt. Also Theme Hospital tatsächlich ja, aber das erste Theme Park ist auch an mir vorbeigegangen. Bedauerlicherweise. For the later Rollercoaster Tycoon. Bullfrog were acquired by Electronic Arts in 1995, perhaps marking the beginning of the end, but would release a few good titles yet, such as the successor to Theme Park, Theme Hospital in 1997, along with the Dungeon Keeper series. Bullfrog co-founder Peter Molyneux left the studio in 1997 to found Lionhead Studios, known for ambitious. Lionhead. Was hattest du vorhin Lionsgate. gesagt? Ich hatte Lionsgate gesagt, aber das ist die Film. Das ist, ist Firma mir dann auch gerade aufgegangen. Eigentlich hätte ich das nach 8,5 Jahren Kino eigentlich direkt wissen müssen, dass Lionsgate einfach eine Movie-Production, aber gut, lassen wir das. Ja. Aber wo ich es gerade sehe, Fable, besonders Fable 2, war schon einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, Fable, die Reihe ist schon richtig nice. Ich finde, Fable hat auch einfach so einen Look, alleine wie jetzt der A-Button da angezeigt ist. Du erkennst sofort, dass es Fable ist. Mhm. Und auch an dem Stil von dem Ausrufezeichen links. Ich glaube, von Fable 2 würde ich auch sofort ein Remake kaufen. Den dritten Teil fand ich nicht so gut, aber der zweite war richtig super. Fable 3 war aber auch nicht verkehrt. God Game Black and White in 2001, and the Fable series, including the most recent entry, Fable 3, and the forthcoming Connect Only, Fable The Journey. Theme Park Inc., also known as Sim Coaster, would be Bullfrog's last title in 2001. A studio. Alter, für 2001 sieht das aber richtig beschissen aus. Ne? Ich meine, das war einfach so dieser Zeitpunkt, wo man dachte, hey, wir können 3D machen, lass mal 3D machen. Aber das 3D damals sah halt einfach so viel beschissener aus als 2D. Richtig. Oh, die Schriftart von dem Geld oben, von der Anzeige ist auch einfach richtig furchtbar. So alles an diesem Screenshot ist furchtbar. Ja, aber 2001, das ist, warte mal, 2001 kam doch auch Deus Ex raus, oder? Also 2001 konnte das schon besser. Definitiv. Also halt auch allein wie der Rasen aussieht. Das ist halt so, hey, lass uns halt so ein 20x20 Sprite machen und das einfach ganz oft dahin kopieren. Schon eher furchtbar. Ich meine, es war für 2001 wahrscheinlich sehr cool, dass du zum Beispiel so Sachen wie die Wasserrutsche da irgendwie frei drehen und platzieren konntest. Das war vermutlich ganz crazy. Ja. Aber so rein optisch. Ja. Und das Vieh unten rechts erinnert mich, ich habe massive Numb-Flashbacks zu Clippy. Oh ja. It was ultimately signed into EA UK in 2004. EA UK, later known as Brightlight, would close its doors in 2011. Electronic Arts retained the rights to the Syndicate franchise and, together with Starbreeze Studios, previously responsible for The Darkness, released a series reboot in early 2012. Du hast total recht mit 2012. Das war das. Und The Darkness war auch gar nicht so schlecht damals. The new game adopts a more market-friendly first-person shooter mantle, with the game being a far cry from the first. Still, it rekindles some of the atmosphere of the Syndicate universe, and features some of the weapons and concepts first introduced in the original. Dark, brooding, and atmospheric, the original Syndicate is a satisfying shooter in a compelling universe. Few real-time squad-based strategy games have matched it, and fewer still can boast a weapon as satisfying to use as the Gauss gun. Bullfrog may be no more, but their legacy remains. This has been Syndicate, and this is Game Over. Thanks for watching. Ich weiß noch, die letzte Mission damals im normalen Syndicate war, dass du einfach auf so einer Bohrinsel bist und da sind
was weiß ich, 100 andere Agenten, die alle versuchen, dich umzubringen. Und die Art und Weise, wie ich es damals gelöst habe, war, es gibt so ein Unverwundbarkeits-Item, was dich so Mhm. für, keine Ahnung, 10 Sekunden unverwundbar macht und es lädt sich aber wieder auf langsam, wenn es nicht an ist. Dann habe ich das ganze Inventar, 7 von den Inventarslots mit diesen Unverwundbarkeitsdingern vollgepackt und den letzten Slot mit der Gaussgun. Die kann aber nur 3-mal schießen. Und dann läufst du halt unverwundbar einfach durch die Horden von den Gegnern durch, die sich alle gegenseitig treffen, weil die Waffen halt ein bisschen verziehen. Und es gibt schon Friendly Fire, ja? Es gibt schon Friendly Fire und wenn dann nur noch 2, 3 stehen, dann wechselst du halt auf die Gaussgun und machst sie damit platt. Und da du ja 7 von den Unverwundbarkeits-Items im Inventar hast, hat sich das erste wieder aufgeladen, wenn du beim letzten angekommen bist. Ah, crazy. Also schon so der leichte God-Mode, aber halt im Spiel implementiert quasi. Genau. Crazy. Gab es eigentlich, also ich lasse das Video gerade mal zu Ende laufen, ne? Vielleicht sagt er ja noch was. Be sure to join me next time, when we'll be covering Forgotten Realms from a title that would open the gate for an upstart studio and raise the bar for later RPGs. Until then, farewell. Farewell. Was ich fragen wollte, gab es eigentlich noch mehr so Team-Based Shooter? Also wo man wirklich so in Echtzeit mit einem Squad rumgelaufen ist, aus der ISO-Perspektive auch? Ja, Cannon Fodder. Ja, stimmt. Cannon Fodder von, war das Blue Byte? Brotherbutt? Irgendwie sowas. Ich kenne das nur aus Amiga-Zeiten noch. Boah, keine Ahnung, von welchem Studio das ist. Was mir spontan noch einfällt, was eigentlich, also ja, das geht schon wieder mehr in die RPG-Richtung, nicht in die Shooter-Richtung, aber man konnte es auch ab einem gewissen Punkt Shooter-mäßig spielen quasi. Das erste Dungeon Siege, wo du bei den Zwergen die ganzen Granatwerfer und so finden konntest. Stimmt. Das müsste ich auch mal wieder spielen. Ewigkeiten her. Tja, hast du noch was oder packen wir's? Ja, ich glaube, mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Alles klar, dann schauen wir doch mal, was uns morgen so erwartet.